Hallo, hier ist Na. Heute machen wir eine Hausmannskost mit Schweinebauch. Es ist einfach zuzubereiten, schmeckt aber sehr lecker. Wir brauchen frischen Schweinebauch. Zum Schneiden ist es noch einfacher, wenn man Schweinebauch in Scheiben kauft. In dicke Streifen schneiden. Zwei Schalotten in feine Würfel schneiden. Weiße Stiele von Lauchzwiebel fein schneiden. Knoblauchzehen fein hacken. Ein paar Eier hart kochen und pellen. Wir mischen die flüssigen Gewürze vorab zusammen. 4 Esslöffel helle Sojasauce, 1 Esslöffel dunkle Sojasauce, 2 Esslöffel Reiswein, 1 Esslöffel Essig. Das Fleisch ohne Öl in die heiße Pfanne geben. Einen Stern Anis dazugeben. Ständig rühren. Zuerst tritt wenig Wasser aus Fleisch aus. Das Wasser wird verdünstet. Dann tritt das Fett aus. Es dauert 8 bis 10 Minuten. Wenn das Fleisch gebräunt ist und das Fett in der Pfanne knistert, geben wir die Schalotte in die Pfanne. Glasig braten. Lauchzwiebel dazugeben. Kurz braten. Knoblauch auch dazu. 15 Gramm Zucker mitbraten. Der bringt leichtes Karamellaroma. Die flüssige Mischung an den Pfannenrand übergießen. Hier umfülle ich das Fleisch in einen Schmortopf. Ihr könnt natürlich von Anfang an einen antihaftet beschichteten Topf benutzen. Ca. 1,2 Liter kochendes Wasser dazugeben. 20 Gramm Röstzwiebel auch dazu. Halbe Teelöffel 5 Gewürzepulver, wenig Pfefferpulver, halbe Teelöffel Salz. Zum Schluss kommen die Eier in den Topf. Aufkochen. Dann bei mittlerer Hitze 45 Minuten schmoren. Am Ende die Soße bei großer Hitze ca. 10 Minuten reduzieren.